Damen und Herren, herzlich willkommen am Stück bei der Outer Worlds und jetzt gehen wir ins Spreadsheet rein und schauen uns das schöne Borstschwein an. Der Postwurst. Von Hoffmann. Oh, von Hoffmann. Oh, Sir, Ma'am. Come here. Let's have a chat. Ja, da meint uns, mir fällt auf, ich sehe meine Beine nicht. Aha. Was hast du denn vor? Kleiner. Achso, willst du reden, All right, ja. inspection time. Look at my eyes for as long as you can without blinking. Starting now. Okay. Ha, geblinzelt, Penner verloren. Good. Look up. Now look down. You're doing swell. Now, name and occupation. Good enough for me. You're cleared to pass. That was a sanity check. If you had changed like the others, it'd be in your eyes. You'd also be drooling, cursing, and making a mess of the place. Welcome to the Sprat Shack. You can head on downstairs. Cool. Was hast du damit gemeint? Die Leute haben sich verwandelt. Every day, salvagers and scrappers set out to comb the ruins and make their fortune. The ones who come back, they aren't always the same men or women who left. They change. Never for the better. Was ist passiert, wenn sich die Leute verändern? First, they get real twitchy and paranoid, shouting at folks who aren't there. Then they smell like they soiled themselves, on account of how they soiled themselves. After that, they're gone. Nothing but animals wearing human skin. Seen it happen myself. It's never pretty. Okay. Wo bin ich hier? Genau. This is the Sprat Shack, the most remote watering hole in the system. Rule number 1, no fighting. Rule number 2, wipe your feet on the way downstairs. Okay. We're the only hospitable place on this rock. I want to keep it that way. That's why we have rule number 3. When people change, they stay outside, where they belong. Ich würde dich gerne nach was anderes Just fragen. don't ask me to dance. Nö. Bouncer, bodyguard, law enforcer. I make sure the Sprat Shack gets only the highest caliber of clientele. That's us. And I thought this place was gonna be fun. We get a lot of brand-loyal corporate types, and a lot of cutthroat freelancer types. Both sides have their share of dirty scoundrels. And I hate dirt. Welche Art von Leuten kommt in den Spreadsheet? This is a sublight bar, so most of our regulars come to plunder the old labs. The facility's locked up behind miles of red tape, so progress is slow. A lot of time to drink and reevaluate, then venture out and try again. Was kannst du mir über Gorken sagen? Something bad happened here. Spacer's Choice was developing chemicals. The kind with nasty side effects. Marauders outnumber the rest of us 10 to 1. Either they came from Gorgon, or something draws them here. I don't know which is worse. This place is under a dark cloud, stranger. That's all I know. If you want the history of the Sprat Shack, talk to Lex behind the bar. Okay. Wir sehen uns. Watch yourself out there. Mach ich. Okay. Hat nichts Interessantes dabei. Gut. Oder weniger gut, je nachdem. Speichern. Das Mülleimer, hallo. Weißt du, was ihr erwartet? Dass ich das liegen lasse? Pff. So, Füße abputzen. So. Und runter geht's. Cheap whiskey and stale cigarettes. My kind of place. Oh, ugh. This place smells like Felix's birth. Aha, war schon Felix Koje? Ah, Pavi. Du kleines Luder.
Hey, ich bin Ingame auch weiblich, ich darf das sagen. Freddy, Trixie, Barbesucher, Mrs. Unbekannt. Ich schaue mich hier erstmal um. You're a humbug, Trixie, and worse, a thief. I can't steal what's lawfully mine, you tangle-footed dimwit. Break it up, you two. I've heard more than enough of your shit for one day. Gut. Nee. Der bleibt mal schön da. Macht nur wieder die Tür auf und ich hab dann der Ärger. Sehe ich gar nicht ein. Ja, da kommt irgendjemand rein, läuft wo rein, macht die Tür zu und danach fehlt alles. Ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So. Aha. So, perfekt. Scheiß mit Dingen Attacke können. Da geht's auch noch hoch. Bewegung 5 Flaschen entdeckt, 750 Erfahrungspunkte. I wouldn't get too close to that railing, just in case. You think the folks here like strangers? Because some of them are looking at us like maybe not. Da kommt man nicht rein. Echt interessant hier. Ich glaube, die Kleinen dürfen wir nicht abknallen. Das sind sowas wie Haustiere hier. I'm gonna love this place. Ja, was macht ihr alle hier? Kann ich nichts mitnehmen, oder? Ach. Eines Tages werde ich alle umlegen. Alle. Ist ja schlimm, Mann. Gibt's hier nicht mal mehr Orte, wo man was klauen kann? Versehentlich. Reinigen meine ich. Ah. Level 150. Fordert einen Code zum Aufschließen. Schuld mir gleich den Schlüssel wiederholen, bevor ich zum BKI zurückkehre. Gestern einige Whiskys Intus gehabt, aber nicht mehr genug Bits dafür. Hab Lex den Schlüssel zum Wartungsraum gegeben, bis ich genug Kohle zusammenkratzen kann. Ah. Wir brauchen den Code. Zimmerverpflegung und Spreadcheck. Irgendwas Seltsames in den Minen untersuchen. Anmerkung, nicht in die Mine gehen. Mordlistern. Aha. Gongs sind viele Leichen begraben, aber kaum Kriegsbeil. Jeder war auf irgendwas sauer und hat irgendwen wegen irgendwas beschuldigt. Lawrence Goodfellow hat das Büro für kreative Inkubation geleitet. Tatsächlich unwissend oder stellt er sich nur dumm? Olivia Ambrose, Projektleiterin, leitende Wissenschaftlerin, kratzbürstige Perfektionistin, Anmerkung, Mini, nichts über sie fragen. Bei der Evakuierung ums Leben gekommen. Lucien Bancroft, Spacer Choice Chef, ein echter Obermatz, nur wenige registrierte Besuche auf Grogan, angespannte Verhältnisse zu Ambrose. Marion Blakesley, Leiterin der Verbrauchsforschung und Kontrolle, Nerven aus Stahl, Herz aus Eis und so weiter. Verschwunden, als alles den Bach runterging. Jasper Lowe, Leiter der Cam Labors, hat gegen Ende des Projekts immer unberechenbares Verhalten an den Tag gelegt. Albert St. Tremaine, er ist ein Geist, hat in einer der Einrichtungen gearbeitet, ist plötzlich verschwunden. Einträge wurden alle gelöscht. Höchst interessant und merkwürdig zugleich. Wir brauchen einen Code. Warte mal, liegen 2 Zettel. Die Ochse. Tag 1. Nee. Ich hab Content liegt irgendwo. Tag 1. Spacer Choice mag überhastete die Zelte abgebrochen haben, aber sie haben nicht vergessen, hier alles abzuriegeln. Die meisten Einrichtungen sind schwerer zu knacken als die
Saves eines Obermatts. Das erfordert weitere Nachforschung. Tag 6. Endlich ein Durchbruch. Hab heute einen Schrottsammler getroffen, der behauptet, früher als Verkäufer für Spacer Choice tätig gewesen zu sein. Hat mir einen Schlüssel für das Büro für kreative Inkubation verkauft. Sagen wir es mal so, der Typ hat ungefähr die geistigen Kapazitäten eines Sprats in einer Resu-Fabrik. Aber es sind ja Minispits. Also kann ich das Risiko bedenkenlos eingehen. Tag 7. Es hat funktioniert. Clarence Mosley, wer immer du auch sein magst. Heute Nacht trinke ich einen auf dich. Tag 10. Olivia Ambroses Tagebuch befindet sich angeblich in ihrem Büro im Zentrum für Synthese und Manufaktur. Die schlechte Nachricht ist, dass es nicht nur Friegel ist, sondern auch noch am Arsch der Schlucht liegt. Die gute Nachricht ist, dass ich mir über die Administrator-Terminal, meine Fresse, vom Obermods im BK1 Zutritt verschaffen können sollte. Tag 13. Im BKI wimmelt es nur so vor Plünderern und ich habe noch ein paar andere Spuren, denen ich nachgehen kann. Vielleicht ist es nichts, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass es hier um mehr geht, Entschuldigung, als nur ein verschwundenes Tagebuch. Zeit, ein bisschen zu graben. Mal sehen, welche Leichen da im Keller sind. Ich verwahre den BKI-Schlüssel im Safe. Die Konvention lautet 4815. Sag mal, bist du eigentlich komplett dumm? Konserviertes Auge. Headed back. Ah ja. Haben wir ein Auge. Warte mal, sollte man eigentlich das mit der Rede? Ich rede gerade wieder voraus. Wir gehen erstmal da. Speedrunner. Wo bist du? Toben, der Betrunkener. I was here before they shut the project down. Started drinking just so I could sleep at night. Barbesucher, Barbesucher, Barbesucher. Trixie, was geht? That was my salvage, Trixie. You had no right to it then, and you've no right to it now. Was hast du? Bergungsgut gesagt? Das war mein Bergungsgut, Trixie. I risked my life sneaking around Marauders to claim that wreck. And I didn't see your name on it. Now you've done it. Eat fist. All right, that's enough. This is a family establishment. You want to make a mess? You make it outside. But this was personal, Lex. It's a question of salvage. That wreck was gonna make me a fortune. Genau genommen ist das was Geschäftliches und nicht was Persönliches. That's what I've been trying to tell him, but he won't listen. It's the same fight every day. 5 years we've been at this, and we still can't agree on how to properly tag salvage. Now you two listen, this is my place. While you're in the Sprat Shack, you'll sit quietly, or I'll forbid you to come here at all. Is that understood? Fair's fair. I'll have a stout, and we'll settle this later on our own terms. It's no good to leave a fight unresolved. If I don't do something, these two are gonna be at each other's throats. Was schlägst du vor? Wenn du willst, kann ich mal vermitteln. Ja. You do that for me? Ja. Gegen einen Obolus, na klar, ich helfe ja irgendwie jedem. I appreciate it all the same. You'll be paid for your time and expertise, of course. Freddy, Trixie, go on and make your case to the generous stranger. Ja, jetzt geht's hier mal ab hier. I'll start, seeing as I'm the one who's been most wronged in this equation. Jetzt hier weiter. Zuerst möchte ich die Taverne eurer Namen wissen. Ja. Oh, very formal. Freddy the Scab, freelancer for sublight salvage and shipping, same as my father before me. Junkyard Trixie. Also a salvage freelancer. Though, I've been at it longer than Freddy. So, just up the road and due east of here, there's a shipwreck lodged in the mountainside, right? I staked my claim on that wreck. Then I wandered in for a drink. An hour later, Trixie swaggers in bragging about her salvage. Ugh, the nerve of some people.
Wie hat schon Anspruch markiert, ja? I climbed on top of it and called out in my loudest voice, "Finders keepers!" I don't know about legal, but it's legit by sublight standards. Assuming anyone was around to hear it, which we can't know for sure. Someone must have heard me. They just ain't brave enough to step forward and admit it. Bisher hast du mich nicht wirklich überzeugen können, Freddy. Kann ich noch speichern? Ah, scheiße. What if I were to sweeten the deal? Say the salvage is mine, and I'll give you a share of the finder's Du fee. willst jetzt ja noch das hören. Bullshit. That ain't fair. Sieh mir deine Version der Geschichte, dann entscheide ich, was fair ist. Das hier ist es auch nicht. Ich entscheide für Freddys Gunsten. Den Richter bestechen? Interessant. Ich entscheide für Trixis Gunsten. Ja, erstmal sehe. When I found the shipwreck, there were no salvage mark. See, the whole area was teeming with bloodthirsty marauders. So I snuck around and added my tag, clear as day so no drunken idiots could claim the salvage out from under me, Freddy. For the record, when I heard the marauders coming, I left. Trixie must have set her mark down after me. Nicht gefragt sprechen, letzte Warnung. I kept my mouth shut during his story. He should have the courtesy to return the favor. Anyway, that's my story, ma'am. I drew next in the dirt, with my toe. Hätten die Plünderer nicht in der Zwischenzeit drüber stolpern können oder es vom Winde verweht werden können? Eine gute Frage. Wouldn't surprise me in the least, but that doesn't mean it ain't mine. In all my years, I've never heard a more contentious argument. I don't envy your shoulders for bearing the weight of responsibility. You've heard it from them both. So, who gets the salvage? Freddy hat das Wrack für sich beansprucht. Es gehört ihm beigesetzt. Trixie hat das Wrack für sich beansprucht. Es gehört Freddy hat versucht, mich zu bestechen. Da entscheide ich zu Trixis Gunsten. Diese Idioten wissen nicht, wie man eine Bergung markiert. Das entscheide ich zu niemanden Gunsten. Im Grunde schon. Muss man echt sagen. Im Grunde eigentlich ja. That ain't no kind of fair. She ain't even from around here, Lex. Here's a six-pack on the house, plus your fee. Maybe now we'll finally get some peace around here for a change. Ich freue mich, zu diesen gewesen zu sein. Wir sehen uns. Kommt das häufiger vor? A little too often if you ask me, but that's the sublight way. Anything worth doing is worth fighting over. Ich freue mich, hier zu diesen gewesen zu sein. Wir sehen uns. Come and chat if you're ever feeling thirsty. We could always go back and rile him up again later. So, dann reden wir nochmal mit der Lady hier. Der geht nach hinten durch. Ich geh einfach mal hier durch. Hey. Shit, das hat er gesehen. Fuck. Ah ja. Das knacken wir. You got nimble fingers, Captain. Ja. Wo geht's hier lang? Are you my agent on the ground? Sorry? Barbesucher, Barbesucher. Ja, es gehört im Grunde keiner von den beiden. Sorry about Freddy and Trixie.
When they're not fighting over salvage, they're fighting over the bed sheets at night. Ich heiße ein Paar, hab schon Sturmwas gesehen. Vielleicht solltest du versuchen, deinen Bar ein wenig besser unter Kontrolle zu halten. They like to blow off steam during work hours, but as soon as they clock out, they turn into a pair of kittens. Welcome to the Sprat Shack. First one's on the house, and I won't even water it down. What'll it be? Whisky, ich fühle mich heute kultiviert. Wein. Einen Pubbleberry bitte, ich bin guter Laune. Spektrum Wodka, ich will Farbe sehen und zwar jede Menge. Ich brauch nichts, danke. Bottoms up. I assume you're here for salvage. Ja, dass du wegen der Schrottbank bist. Even if I did, I ain't supposed to play favorites. Most of my regulars are sublight scavengers. They pick over the ruins of Gorgon, spend their earnings at the bar, and head back out the next day. Vicious cycle, but that's life. You're the first new face I've seen in a while. Kennst du jemanden namens Lucky Montoya? Was kannst du mir über die Gorgon sagen? Ja, erstmal ja. Spacer's Choice used to brew pharmaceuticals in these parts. That's why the asteroid smells like an old gym sock. They say Adrenatime came from here, just down the road at the old R&D lab. Very hush-hush back in the day. Könntest du irgendwelche deiner Stammgäste mehr Informationen über Gorgon haben? Ja, gute Frage. Roscoe might tell you more. He spent some time around here before the bar opened up. And I trust him well enough. There's always Leonora, my favorite customer over in the storage room on the second floor. Keeps to herself and always closes out her tab. Was ist Roscoes Geschichte? Was kannst du über die Leona erzählen? Nice lady. Been coming around a lot these past few months. She isn't with Sublight, but seems to know the lay of the land better than anyone. She spends most of her days drinking alone. I think she's looking to hire someone. If you're open to a side gig. Okay. Was ist Roscoes Geschichte? He's been here since opening day. I think he told me he was some kind of journalist. He got left behind when Spacer's Choice pulled out. And I guess no one's coming to get him. Wieso wurde zurückgelassen? He didn't tell me and I didn't ask. I'm his bartender, not his human resources rep. If you believe the chatter, a lot of good folks got left behind, and a lot of bad folks made it out. Sometimes that's all there is to it. Armer Bastard, und du kümmerst dich um Roscoe's ihn. drinks are on the house. We all know how it feels to get left behind. He'll be all right. He's with the family now, and we take care of our own. Danke für die Tipps. What are friends for, eh? Irgendwie Vermutungen, warum Spacer's Choice Gorgon dicht gemacht hat. Die Schrottsammler müssen auf Gorgon ein Vermögen machen. Kennst du jemanden nee, erstmal hier. I Durchklicken. doubt anyone knows the full story. One day the evacuation order went out. Grunts and lab coats scrambled to get anywhere but Gorgon. And the weirdest thing of all, Adrenatime still hit the market. Me, I never touched the stuff. To each their own, but I think it's dangerous. Die Schrottsammler müssen auf Gorgon ein Vermögen machen. Damn right we are. We've got drugs, scrap metal, prototype weapons, drugs, money, and more drugs. When Spacer's Choice evacuated, everyone dropped their gear and ran. Most of it stayed where it fell, and all of it is up for grabs. Of course, the real treasure is whatever's locked up in the old facility. Until someone figures a way to crack it open, we're just sifting through dirt. Kennst du den mit namens Lucky Montoya? Lucky. Sure, I knew him. He could get a little dramatic at times, but he was a good guy. Heard he took on a dangerous job. Spent a lot of time coming and going from the Office of Creative Incubation, just down the road. Ackwood hat einen gefährlichen Job angenommen, hat viel Zeit damit verbracht, im Büro für kreative Inkubation die Straße runter ein- und auszugehen. Erzähl weiter. The way he talked about the job, you just knew Lucky had hit pay dirt. Not that I was jealous. Around here, that sort of luck can be hazardous to your health. Awful shame about what happened to him. Was ist passiert? Ich weiß den abgetrennten Arm, aber der Rest ist ein...
Mythos. Hat Lucky den Schlüssel da gelassen? Hier. You really want to hear my story? Law, most everyone around here is sick to death of it by now. Last I saw of Lucky was a few days ago. I went outside for a smoke and a stroll, and I saw this wild canid dragging a bloody limb. So I kicked the canid, scared it off. Kennst du den Mörder? Wieso hast du den Mörder nicht seine... Was? Hä? Wieso hast du den Mörder nicht seine Freude an seinem saftigen Stück Fleisch haben lassen? Ach so, jetzt, ja, das ist If the Denkfehler. bloody Leser. piece in question was a raptidon tongue or a mantis leg, we wouldn't be having this conversation. Get this, the canid was chewing on an honest-to-law human arm. Lucky's arm. Wo ist es, das Arm von Lucky ist? Gute Frage. I'm a bartender. Attention to detail is my middle name. Anyway, the arm was clutching a phonograph that mentioned someone named Alex Hawthorne. I did some poking around, and this Hawthorne has a reputation among the salvagers who frequent the bar. So I packaged up the arm nice and tidy and sent it care of the Halcyon Parcel Service. They even gave me a discount on the hazardous waste removal stamp. Arm ist bei mir angekommen. Ich bin Halfshrons Angehörige in gewisser Weise. Wieso hast du dir die Mühe gemacht, Namen? Vielen Dank für die Geschichte. Ja. No kidding. And now you're here? Colony feels smaller than you'd think some days. I'm glad I was here to see this confluence of events, you know? The stars really aligned on this one. And here I am, smack dab in the middle. Wieso hast du dir die Mühe gemacht, den Arm zu versenden? Gute Frage. I figured Hawthorne would want to know what happened to his pal. Help Lucky get his affairs in order, you know. Oh, I hate to see people go with unfinished business. Dankeschön. Die Geschichte noch ein paar andere Slam Fragen. on me, boss. I'm not going anywhere. Das Spiel ist echt leseintensiv. Du schmeißt jetzt den Laden hier. Ja. As a matter of fact, he did. Collateral for the bar tab he was racking up. So, I guess it's mine now. And no, you can't have it. Einschüchtern, lügen. Na gut. Just to show there's no hard feelings, how about a drink? Be seeing you. Kann man die jetzt nochmal Hey, drauf ansprechen? Ah ja. Good. So, wir speichern jetzt erstmal schön zwischenzeitlich. War auch ganz cool. 90 brauchen wir dafür. Für Einschüchtern. Wir brauchen nämlich bis zum Level Up. Wir kommen gleich wieder. Warte mal, können wir noch mit irgendwem anders hier drin reden? Barbesucher. Ready? Trixie's a stubborn gal, but I love her to pieces. Wir brauchen nicht viel, bis wir Level Up haben. Ich würde daran Scheißdreck machen und Geld dafür geben. Achso, halt, Kommando zurück. War es ein anderer Barbesucher. Okay, jetzt sind unnütze Leute, wir gehen hoch, wir müssen noch schnell das töten. So. Spreadcheck Außenbereich. Jetzt hopp, mach hin. His problem was that he was always overconfident in himself. But us, we got this, whatever it is. You think this place we're headed will tell us more about Gorgon? I wonder what they got up to here. Was ist das für eine Bude da oben? Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ich will den Schlüssel von ihr haben und dafür töte ich jetzt noch kurz was. Sie brauchen mal keine Ausdauer. Irgendwas noch Sonnes in dem Zelt? Nö.
Einmal ist leer. Sag einmal. Ich brauche noch ein paar Erfahrungspunkte. Irgendwas hacken oder so. Edels? Ach, das sei er. Quick, 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 quick. Tu. Will Luft weiß, wo ich hinhüpf. Irgendwas hacken, Schlösser knacken. So. $1050. Nice and easy. Du nimmst aber irgendwas Böses. Das sind unsere Erfahrungspunkte. Not bad, huh? Ach, jetzt reicht's, komm her, Mann. Habe ich jetzt gleich da? Hat noch nicht gleich von Level up? Wir stehen kurz vorm Level up, ich flippe aus. Geht doch. Das musste jetzt sein, sorry, Kleiner. Blasen wir den Vieh halt voll die Birne raus. Wir haben jetzt 20, so, ich bin vereinschüchtern. Gut, so dann danke fürs Zuschauen, mit dabei sein, liken, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen und bis zum nächsten Mal bei der Autogirls. Tschüss.